Der erste Abschnitt der Weiterreise in den Süden von Laos beginnt am Bahnhof von Luang Prabang. Im Vergleich zu mindestens 7 Stunden reiner Fahrzeit auf der Straße benötigt die aus China kommende Hochgeschwindigkeitseisenbahn für die ca. 300 Kilometer lange Strecke zurück nach Vientiane lediglich 2 Stunden. Die Trasse der 2021 fertiggestellten Bahn verläuft fast zur Hälfte durch Tunnel oder über Brücken. Nach Ankunft in Vientiane erreichen wir mit einem einstündigen Flug die Stadt Pak Se im Süden von Laos und werden dort von einem neuen sympathischen Duo aus Fahrer und Führer willkommen geheißen. Wie Luang Prabang liegt auch Pak Se, die Hauptstadt der Provinz Champasak, am Mekong, der inzwischen eine gewaltige Breite erreicht hat. Nach dessen Überquerung setzen wir die Fahrt in südlicher Richtung fort und erreichen bald unser erstes Zwischenziel, die Ruinen des alten Khmer-Tempels Wat Phu. Zunächst genießen wir die beschauliche Fahrt durch die ländlichen Gebiete im Süden von Laos. Direkt am Ufer des Mekong entdecken wir eine kleine Dorfschule, die unser Interesse erweckt. Als neugierige Zuschauer sind wir hier gerne willkommen. Völlig unbeeindruckt von all dem lebhaften Treiben zeigt sich ein kleiner Frosch. Nun nähern wir uns der als UNESCO-Weltkulturerbestätte gelisteten Tempelanlage Wat Phu und passieren dabei zunächst einen Barai, einen von Lotuspflanzen bedeckten zeremoniellen Teich. Die unterste Ebene der Anlage betritt man über eine Promenade im Dammstil, welche von steinernen Lotusknospen und weiteren Wasserreservoirs flankiert ist. Danach erreicht man die leicht erhöhte mittlere Ebene mit den Ruinen zweier exquisit gearbeiteter Pavillons aus Sandstein und Laterit. Die alten Gebäude aus dem 10. Jahrhundert entstanden noch vor Angkor und zeugen bis heute von der blühenden Herrschaft der Khmer. Über eine weitere Promenade und einen rauen Pfad nähert man sich der dritten Ebene, die über mehrere steile Treppenanstiege zu erklimmen ist. Ein Rückblick von einer Zwischenplattform sorgt für eine kurze Atempause, bevor die weiteren, durchaus abenteuerlichen Treppenstufen zu bewältigen sind. Schließlich erreichen wir die oberste Ebene mit dem eigentlichen Heiligtum, einem vermutlich bereits im 9. Jahrhundert entstandenen Tempel ursprünglich hinduistischer Prägung. Die Umwandlung in ein buddhistisches Heiligtum erfolgte erst Jahrhunderte nach der Erbauung des Tempels. Der besondere Reiz von Wat Phu beruht auch auf der geradezu mystischen Atmosphäre seiner Umgebung. Aus einem riesigen Felsen entsprang das Wasser einer inzwischen versiegten heiligen Quelle. Immer noch rätselhaft ist die Funktion einiger bearbeiteter Felsblöcke, auch wenn es Hinweise auf eventuelle Menschenopfer gibt. Vom Rande des Felsplateaus eröffnet sich ein schöner abschließender Blick auf die unter uns liegende Ebene. Nachdem wir den Ausgangspunkt unserer Besichtigungstour von Wat Phu wieder erreicht haben, gilt es zunächst, die gegenüberliegende Seite des Flusses mit Hilfe einer Fährverbindung zu erreichen.
Danach liegen noch ca. 100 Fahrkilometer in südlicher Richtung vor uns, wobei wir unser Tagesziel, die Insel Kong, erst nach Einbruch der Dunkelheit erreichen. Kurz vor Einbruch der Abenddämmerung nähern wir uns einer überaus rustikal wirkenden Fährverbindung über den Fluss. Für einen Nachzügler wird noch rasch eine Behelfsbrücke organisiert. Durch Kurzschließen zweier Kabel wird anschließend der Motor gestartet und schon kann es losgehen. Die restlichen Fahrkilometer werden nun bei völliger Dunkelheit zurückgelegt und erst am nächsten Morgen ist es uns möglich, die schöne Lage unseres Übernachtungshotels auf einer Insel inmitten des Mekong-Stroms gebührend zu würdigen. Ganz im Süden von Laos erreicht der mächtige Mekong eine Strömungsbreite von insgesamt 14 Kilometern und teilt sich dabei in zahlreiche kleinere Läufe auf. Eine Bootstour führt uns durch das Gebiet von Si-Pan-Don, was so viel wie 4000 Inseln bedeutet. Erstes Ziel ist dabei die direkt an der Grenze zu Kambodscha gelegene Insel Kon. Die Bootsanlegestelle befindet sich direkt am Hotel, welches wir nach dem Besteigen des Bootes nochmals vom Wasser aus bewundern können. Dann richten wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die wundervolle Flusslandschaft, die natürlich nie in ihrer gesamten Breite einsehbar ist. Dabei fragen wir uns, wer wohl die 4000 Inseln gezählt haben mag. Nun ist die Anlegestelle im Norden der Insel Kon in Sicht, wobei gleichzeitig der schiffbare Teil des Mekong endet, da sich südlich davon eine Schwelle befindet, die der Fluss über seine gesamte Breite in felsigen Stromschnellen und Wasserfällen überwindet. Da Don Kon autofrei ist, nutzen wir ein Tuk-Tuk, um die Insel zu erkunden und einen ersten Halt bei den ehemaligen Spaltmauern für Teakholzstämme einzulegen. Und schon beginnt die luftige Fahrt entlang der diversen Flusskanäle, die die Insel umrahmen. Gerne nutzen wir dabei unterwegs die Möglichkeit, uns einen lebendigen Eindruck von der Lebensweise der Inselbewohner zu verschaffen. Ein ganz besonderes Erlebnis ist dabei der Kontakt zu einer Trauergemeinde, die uns wie selbstverständlich dazu einlädt, an ihrer Gemeinschaft teilzuhaben. Nach dem Tod eines Familienmitglieds trifft sich die gesamte Verwandtschaft, um sich bis zu einer Woche lang um den Sarg des Verstorbenen zu versammeln. Das hierdurch erzeugte Gemeinschaftserlebnis und die gegenseitige Unterstützung sind wesentliche Bestandteile der Trauerbewältigung. Nach der Einäscherung des Toten, spätestens nach einer Woche, werden Asche und Knochenreste in den Grabstelen der benachbarten Tempelanlage beigesetzt. Beeindruckt setzen wir unsere Fahrt entlang der Mekong-Kanäle fort, die in französischen Kolonialzeiten zum Transport wertvoller, zu Flößen zusammengebundener Teakholzstämme aus dem Norden genutzt wurden. Um die Fracht heil durch die Katarakte zu bringen, wurden Flöße von laotischen Piloten gegen Betonkeile manövriert,
um die Stämme zu vereinzeln und durch die richtigen Kanäle zu lenken. Kurz vor dem Aufprall mussten dabei die Flößer um ihr Leben springen. Um einen ersten Eindruck von den Katarakten des Mekong zu erhalten, besuchen wir zunächst die gut zugänglichen Lipi- oder Tat Som Panit Wasserfälle, die durch diverse Fußpfade gut erschlossen sind. Bereits beim Zugang zu den Stromschnellen erhalten wir einen Eindruck davon, wie großflächig sich der Mekong über das gesamte Areal verteilt. Dann werfen wir einen ersten Blick auf die in Kaskaden über 20 Meter herabstürzenden Wassermassen. Zu französischen Kolonialzeiten waren die Mekongfälle rund um die Insel Kon das Haupthindernis für einen durchgehenden Schifffahrtsweg vom Süden Vietnams bis nach China. Um die Flussschwelle auf dem Landweg zu umgehen, baute man Ende des 19. Jahrhunderts eine Bahnlinie quer durch Don Con und Don Det. Wir folgen nun der ehemaligen Trasse dieser Bahnlinie bis zum ehemaligen Südhafen. Heute wird diese als bequeme Fahrbahn für Fahrräder, Mopeds und Tuk-Tuks genutzt. In der Nähe des Südhafens stoßen wir auf die Überreste der ehemaligen Dampfbahn. Am Südhafen, direkt an der Grenze zu Kambodscha, wurden über große Verladerampen sogar komplette Schiffe in Einzelteile zerlegt und oberhalb der Flussschwelle wieder zu Wasser gelassen. Die ehemals hier heimischen Irrawaddy-Delfine werden inzwischen nur noch selten gesichtet. Danach kehren wir über die Bahntrasse wieder zum Ausgangspunkt unserer Tour zurück und genießen eine erholsame Mittagspause mit Blick auf die ehemalige Eisenbahnbrücke, welche die beiden Inseln verband. Um abschließend noch einen vollständigen Überblick zu erhalten, begeben wir uns per Boot wieder in Richtung Festland, um uns auf der Straße dem Papeng-Wasserfall zu nähern, welcher den östlichen Rand der riesigen Flussschwelle des Mekong bildet. Durch ein liebevoll gestaltetes, parkähnliches Gelände erhält man Zugang zu dem mit einer gesamten Ausdehnung von mehr als 10 Kilometern breitesten Wasserfall der Erde. Ein gemütlicher Spaziergang bringt uns wieder zu unserem Fahrzeug zurück, mit dem wir anschließend 150 Kilometer zurück nach Pak Se fahren. Das Hotel im Stadtzentrum erreichen wir erst nach Einbruch der Dunkelheit.